Frische Meeresfrüchte, Wind und Wellen, die Bretagne. Spitzenküche und besondere Landschaften. Erstaunlich, was Bretonen so alles essen. Meeresbohnen. C'est très très bon. Auch frische Algen und natürlich Hummer. Eine Region geprägt vom Atlantik, uralter Kultur und Tradition. Längst Kulturgut, Asterix in der Bretagne, dem Land der Hinkelsteine und eine eigene Sprache. Herzlich willkommen auf Bretonisch. Wir sind 3 Wochen lang unterwegs, rund 1000 Kilometer. Weite Strände, Karibik-Flair und eine fast endlose Küste. Was macht den Reiz der Bretagne aus? Wir besuchen die Hauptstadt Rennes. Dann geht's immer an der Küste lang, Saint-Malo, Roscoff, Concarneau und schließlich auf die Halbinsel Quiberon. Wir wollen unbedingt nach Rennes, in die Hauptstadt der Bretagne. Dort sind wir mit Sarah aus Deutschland verabredet. Sie lebt hier und kennt ganz versteckte Ecken. Wir besuchen die Insel Ouessant, abgelegen im Atlantik. Wie lebt man auf diesem kleinen Fleck? Das Hafenstädtchen Guilvinec wird im Sommer zur riesigen Open-Air-Fotogalerie. Das wollen wir uns ansehen. Was für ein Kontrast. Hier die Kunst, im Hafen arbeiten die Fischer. Unsere Reise beginnt in Cancale, die Austernmetropole in der Bucht von Mont-Saint-Michel. Vor dem Hafen liegen die Austernbänke. Bei Flut unter Wasser, bei Ebbe im Trockenen. Der ganze Ort lebt von der Austernproduktion. Jeden Morgen kommen sie frisch auf den Markt. Hier bietet Olivier seine Austern an. Er spricht auch etwas Deutsch. Was empfehlen Sie? Keine Frage für den Profi. Erstmal eine Felsenauster, mittlere Größe. Nummer 3. Ja. Und wie genießt man Nummer 3 am besten? Wie ist das? Sie müssen kauen. Ich wollte gerade fragen. Erstmal, also auch mit dem Wasser? Alles? Ja. Und dann kauen, probieren? Ja. Kauen und Langzeit. Ja, aber nicht 5 Minuten. Na. Eine reicht, so kurz nach dem Frühstück. Einheimische kaufen hier im Dutzend. Die sind für die Nachbarn, zum Mitbringen, für uns und dann für ihre Kinder. Für alle. Okay. 12 Austern für 7,90 € unschlagbar. Also 60 Stück für die Lieben daheim. Bon Appetit! Ein paar Kilometer weiter, wir sind in Dinard und wollen das älteste Seebad Frankreichs erkunden. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts haben ausgerechnet Briten die Region als Reiseziel entdeckt und in Dinard ihre Sommerresidenzen erbaut. Heute trainieren hier die Jungs von der Feuerwehr. Erst Fußball, dann Schwimmen im offenen Meer bei jedem Wetter. Die ganze Wache hält sich so fit. Okay. Ist es denn kalt? C'est froid ou 18, 19 Grad, nein, das ist schon okay. Ganz schön robust, die französische Feuerwehr. Von Dinard nach Saint-Malo nehmen wir die Fähre. Eine ziemlich wackelige Angelegenheit, die sich lohnt. Ganz schön stürmisch hier. Wer mit dem Auto kommt, verpasst diese Aussicht auf Saint-Malo. Die berühmte Festungsstadt der Korsaren oder auch ein ehemaliges Piratennest. Hallo, ich würde mal sagen, du bist Anna. Hallo. Genau, hallo. Karl. Willkommen in Saint-Malo. Wir treffen Anna, die von Deutschland aus hier hingezogen ist. Sie zeigt uns die schönsten Ecken ihrer Wahlheimat. Also hier ist die Altstadt. Genau, das ist die Altstadt. 85% der Altstadt wurden im Krieg zerstört. Es wurde alles dann wieder recht gut renoviert und aufgebaut. Eine dicke Mauer umschließt die Stadt. Die Piraten hatten wohl viele Feinde. Wind und Wellen heute, ne? Ja, super schön ist das auch, ne? Wenn die Sonne dann immer so durchkommt und mit den Wolken, dann sieht man auch die Farben. Es nennt sich auch Emeraldküste. Ja? Ne? Also dieses Emerald, Blau, Türkis, wunderschön. Kein Wunder, dass Anna hier hängen geblieben ist. Wie bist du denn von Deutschland aus nach Saint-Malo gekommen? Das ist jetzt auch nicht gerade direkt
Ich bin auch nicht direkt in Deutschland nach Saint-Malo gekommen. Ich war 5 Jahre lang reisen. Ich habe quasi eine Weltreise gemacht, 5 Jahre lang und habe dort meinen Mann kennengelernt in Australien. Mein Mann kommt direkt aus Saint-Malo. Ja, wo die Liebe hinfällt. Okay, und dann sind wir quasi, haben wir uns in Frankreich angesiedelt wieder, waren in Paris ein Jahr und dann sind wir zurück nach Saint-Malo. Intramuros, sagt man hier, also innerhalb der Mauern, ist das mittelalterliche Zentrum, im Sommer ein Touristen-Hotspot. Heute ist leer, ja? Ja, heute ist leer. Deutlich leerer. Also im Juli, August kann man, also man kann schon laufen, aber es ist wirklich nicht angenehm. In der Nebensaison dagegen ist es sehr entspannt. So, wo führst du uns jetzt hier rein? Ein richtiges Weißt du auch kleines noch nicht, ne? Piratencafé. Achtung, Achtung. Wir sind gespannt. Schon mal besonders sind die Plätze an der Bar. Ja. Und sonst, auf den ersten Blick, alles normal im Piratencafé. Naja, nicht ganz. Merci. Der Inhaber ist passionierter Sammler. Mehr als 3000 Figuren und Kram von Flohmärkten und Trödelläden geben dem Laden einen ganz speziellen Charme. Abschied von Saint-Malo. Wir wollen noch mal zurück nach Dinard, um die Villen anzusehen und den Strand mit den alten Badekabinen. An den Türen sind Namen berühmter Schauspieler. Das Festival des britischen Films lockt jedes Jahr im Herbst viele Filmstars in den Ort. Auch Alfred Hitchcock ist schon da. Überlebensgroß. Als Festival-Trophäe gibt es ihn sogar in Gold. Ein Streifzug. Rund 400 Villen sind erhalten. Diese, Les Roches-Brunes, ist die bekannteste. Schon Pablo Picasso hat hier gewohnt. Nur eine Stunde mit dem Auto, wir sind in Rennes. Ganz schön mondän wirkt die Hauptstadt der Bretagne. Knapp 220.000 Einwohner, Tendenz steigend. Was macht denn die Stadt so attraktiv? Das wollen wir von Sarah wissen, vor ein paar Jahren von Berlin nach Rennes gezogen. Mit ihr erkunden wir die Stadt. Schöne Plätze, Restaurants, typische Fachwerkhäuser und ein paar kaum bekannte Kunstwerke. Los geht's zu Hause. Sarahs Mann Gregory ist Koch. Die beiden betreiben ein Restaurant. Sie haben sich in der Karibik kennengelernt. Doch Gregory wollte in seine Heimat zurück, die Bretagne. In der Küche ist er der Chef. Bras dessus, bras dessous. En chantant des chansons. Meine Familie lebt hier. Wir kamen vor 7 Jahren zurück und haben uns entschlossen, ein Restaurant zu eröffnen und eine Familie zu gründen. Okay. Schön, das hier in der Nähe von meiner Familie und meinen Freunden zu machen. Und Sarah hat sich entschieden, hier zu bleiben. So ein Glück für mich. Zum Queren der Straße gehört auch immer ein bisschen Glück. Der Laden läuft. Schon mittags sind alle Tische belegt. Das Abendessen muss man rechtzeitig reservieren. Mit Sarah sind wir jetzt in der eleganten Innenstadt unterwegs. Also das ist alles fußläufig. Da kannst du zu Fuß hier einfach langlaufen oder mit dem Fahrrad. Dann gibt es halt auch die U-Bahn, die jetzt gerade neu gebaut wurde, aber ist alles fußläufig erreichbar. Also ist überschaubar. Das alte Parlament, Straßenschilder auf Französisch und Bretonisch. Eigenständigkeit geht den Bretonen über alles. Wie ist das mit den Bretonen? Sind die so sehr überzeugt von sich, sehr stolz, sehr eigen oder? Ja, das ist halt auch schon so ein Seemannsvolk sozusagen. Ne? Also sie haben schon so ihren Charakter und können auch ziemlich überzeugt sein von von sich sozusagen. Aber ja. Ja. Ist dein Mann denn auch Bretone? Der ist auch Bretone, ja. Und ist das ein typischer Bretone? Nein, das ist schon ganz lieber Bretone.
Sarah zeigt uns die Altstadt mit den typisch bretonischen Fachwerkhäusern. Ja, das ist halt angenehm hier zu leben. Ist nicht so riesig wie Paris. Die Frau des Kochs hat einen Blick für Gemüse überall. Mal siehst du das Radieschen da oben? Ja. Das ist so ein Street Artist, der überall Radieschen anbringt in Rändern an verschiedenen Gebäuden. Nach dem Großbrand vor 300 Jahren sind nur ein paar alte Straßenzüge erhalten geblieben. Hier Fachwerk, um die Ecke Art Deco. Und das hier ist das Schwimmbad. Also mit den ganzen Mosaiken drumherum, die du siehst. Ja. Das Piscine Saint-Georges, rund 100 Jahre alt und noch immer in Betrieb. Das Bad wurde von italienischen Mosaikkünstlern verziert und noch viele Gebäude mehr, zu denen Sarah uns führt. Kannst du, überall sind diese Mosaiken, ne? Die Familie Odorico hat ihre Spuren hinterlassen, auch hier. Die ganze Fassade ein Mosaik. Es ist das frühere Wohnhaus der Familie. Bis heute ist fast alles im Original erhalten. Ist ja sehr aufwendig gemacht. Das ist ins kleinste Detail. Und hier soll das Badezimmer sein. Mal sehen, was uns hier erwartet. Klar, viel Luxus, viel Gold. Obwohl es so wirkt, das Haus ist kein Museum, sondern ein Restaurant mit Dachterrasse. Es werden vor allem Galette serviert, eine bretonische Spezialität. Die wollen wir natürlich probieren. Sehr lecker. Feinschmecker Andreas kennt auch die Hauptzutat. Ein Buchweizenkrepp sozusagen. Ein arme Leute essen. Früher jedenfalls, als die Landbevölkerung sich nichts anderes leisten konnte. Wir sind auf den Spuren von Asterix unterwegs in Erquy. Asterix' Zeichner Albert Uderzo hat hier Urlaub gemacht. Darum glauben Fans, der Zeichner habe diese Küste als Vorlage für seine Comics gewählt. Tourismuschefin Laurence zeigt uns den Platz. Das hier ist doch Verleinix. Wie heißt der auf Französisch? What is the French name? Ordre alphabetix. Der Schmied des Dorfes. The Smith of the village. Sind das etwa auch Hardcore-Fans von Asterix und Obelix auf Spurensuche? Der Hügel, die Bucht, sogar die 3 Steine im Wasser. Alles wie im Comic, wenn man's glauben will. Ein paar Kilometer weiter die Abbaye de Beauport. Vor 800 Jahren haben Mönche dieses besondere Plätzchen ausgewählt. Mittlerweile ist ein Teil der Gebäude verfallen. Extremer als hier am Ärmelkanal sind die Gezeiten nirgendwo in Europa. Bei Ebbe trocknen ganze Meeresarme aus. Doch auch der Atlantikboden hat etwas zu bieten. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Überall sprießen grüne Halme. Was machen Sie denn da? Ich pflücke Queller. Salicorn. Hier. Die gibt es in den Läden und Supermärkten. Sie werden in kleinen Gläsern verkauft. Die sind wirklich sehr lecker. Den Queller oder Salicorn gibt es nur wenige Wochen lang, immer im Juni. Schön grün. Man nennt sie Haricots de la mer, also Seebohnen. Nun, man muss sie gründlich waschen, denn so sind sie zu salzig. Gründlich waschen, abtropfen lassen. Danach füllt man sie in kleine Gläser zum Einmachen, wie saure Gurken. Dann muss man mindestens 6 Monate warten, bevor man sie essen kann. Aber wenn man sie heiß essen will, wie Bohnen, dann wäscht man sie gut, man lässt sie abtropfen und man kann sie sofort essen. Auch roh schmecken sie ziemlich gut. Ja, aber so sind sie ein wenig salzig. Man kann sie auch mit ein wenig Karotte servieren. Das ist sehr, sehr lecker, mit einem Glas Weißwein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Je weiter gen Westen, desto ruhiger wird es. Das sieht ja toll aus. Noch wenige Kilometer bis zur berühmten Côte de Granit Rose.
rosa Felsen im Vorgarten, hier muss es sein. Aha, großer Parkplatz, sieht nach einem Hotspot aus. Auch mit ein paar ruhigen Ecken. Der Strand von Tréjastel etwa. Je tiefer die Sonne steht, desto mehr leuchten die Steine. Dieses Schauspiel kann man hier fast allein genießen. Rund um den Leuchtturm von Plumenach ist richtig was los. Der Bretagne-Fernwanderweg führt direkt an den bizarren Felsformationen vorbei. Der Leuchtturm ist das Wahrzeichen der Côte de Granit Rose. Wir fahren weiter, rund 200 Kilometer bis Le Conquet, immer an der Küste lang und dann mit der Fähre zum westlichsten Punkt Frankreichs, der Île d'Ossau. Erstmal geht's zur Landspitze von Pont-du-Val. Wild, stürmisch, der Wind bläst einem ins Gesicht. Türkisfarbenes Wasser, weiße Strände, das hat schon ein bisschen Karibik-Flair. Um die Ecke entdecken wir einen Menhir, bretonisch für langer Stein. Eine Kultstätte, die ziemlich alt ist, wie so vieles hier. Im Westen ist die Bretagne flach. Auf den Wind ist immer Verlass. Bei Ebbe wird der Strand zur Rennpiste. Strandsegeln steht bei den Einheimischen hoch im Kurs, auch schon bei den Jüngeren. Ist das sehr gefährlich hier? Es geht. Ich bin vorhin zweimal hingefallen, weil ich diesen Strandsegler nicht gewohnt bin. Aber es läuft schon. Auf Wiedersehen. Dann muss Yvonne auch schon wieder los. Keine Zeit verlieren. Der Strandsegler muss doch irgendwie gebändigt werden. Davon haben wir schon viel gehört. Bei Ebbe sind die Bretonen zu Fuß unterwegs im Watt zum Fischen. Pêcheur à pied, ein Volkssport. Ist das fürs Abendessen? Für den Aperitif. Die paar Muscheln machen nicht satt. Mit etwas Salz und etwas Pfeffer. Und was gegen den Durst, schon klar. Es gibt Regeln, was und wie viel man fischen darf. Muscheln, Krebse, Austern. Kommen die Leute oft zum Fischen hier hin? Ja, aber viel findet man nicht. Es gibt nicht viel? Naja, einen kleinen Hummer. Ein Hummer? Nicht schlecht. Wow. Wir sind mit Jean-Paul verabredet. Der 68-Jährige ist Fotograf. Die Felsküste rund um Plougasnou gehört zu seinen Lieblingsmotiven. Ich könnte diese Felsen 100 Mal fotografieren. Die werden immer anders. Die werden immer ein Licht, das ich aber nicht gesehen. Und es ist nur nicht diese Landschaft, es gibt auch die Leute. Die Leute sind unglaublich nett, freundlich. Und es ist für mich wie ich habe alles hier. Ich habe absolut alles. Mit der Familie lebt er in München und ist 6 Monate im Jahr hier am Meer. Er kennt wirklich jeden Stein. Das ist schön. Das ist ganz rosa. Rosa? Ja, das stimmt. Auch diese gut versteckte Höhle. Wenn das Meer zurückkommt, es ist fast gefüllt. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, wir haben 2 Stunden, ich denke. Okay. Und wir werden sehen das sofort, wenn es kommt. Okay, ja. Vor 5 Jahren hat er dieses Haus gekauft. Das gemacht mit einem Polaroid, wo wir waren am Anfang. Ich arbeite mit ganz kleinen und einfachen Fotoapparaten. Ich mag nicht so große. Kleine Kamera, große Kunst. Das ist mein Leben hier. Ja, schön. Okay. Was ist jetzt hier am Strand eigentlich? Das ist hier und nicht weit von mir. Das ist Ja. Jean-Paul hat das Haus zufällig entdeckt und wusste sofort, hier will er bleiben. Man kann's verstehen.
Wir fahren ein paar Kilometer weiter zum Cairn de Barnenez. Ein Mausoleum mit mehreren Grabkammern, mehr als 6000 Jahre alt. Kaum zu glauben, dieser Steinkoloss wurde erst vor ein paar Jahrzehnten wiederentdeckt. Auch der nächste Menhir ist nicht weit. Diese Steinsäulen waren Kultstätten, aufgestellt vor ein paar tausend Jahren. Von wem? Es gibt keine Gewissheit, aber Geschichten im Land der Mythen und Legenden. Wir sind unterwegs nach Roscoff. Es heißt, eine der reizvollsten Städte am Ärmelkanal. Bei Ebbe eher eine Schönheit auf den zweiten Blick. Über die Brücke kommen die Leute zum Schiffsanleger. Wir schauen uns mal im alten Zentrum um. Der Seehandel mit England hat Roscoff einst reich gemacht. Der Weg über den Ärmelkanal ist recht kurz. Bis heute kommen viele Besucher aus England. Das hat ja Tradition. Typisch Frankreich, die Boulangerie. Also erstmal ein Baguette und dann weiter. Bei der Gemüsehändlerin gibt es eine regionale Spezialität, rosa Zwiebeln, nicht ganz billig. Ja. Noch etwas, Artischocken. Die Region um Roscoff ist das französische Hauptanbaugebiet. Ein ganzes Stück weiter an der Westküste treffen wir Algenfischer. Im Atlantik wachsen rund 500 Algensorten. Julien ist Fachmann. Und das ist die Rotalge, die wir gleich hier ernten werden. Hier gibt es Rotalgen, Grünalgen und Braunalgen. 3 Algenfamilien. Julien ist seit 10 Jahren zwischen den Felsen unterwegs. Wir seit 10 Minuten. Ist rutschig? Ja, ist rutschig. Besonders auf den Algen drauf, die sind sehr glitschig. Hast du halt? Ja. Glück gehabt. Ernten kann Julien nur ein paar Tage im Monat, während der Grand Marais. Dann ist die Ebbe besonders stark. Sehr, sehr lang. Und legt die Algen frei. Seetang. Frische Rotalge mal probieren? Warum denn nicht? Das ist die feinste, frisch vom Felsen geerntet. Erste Mal. Ein bisschen wie Gummibärchen kauen. Ist gar nicht so salzig, wie ich gedacht habe. Lecker. Sehr bon. 3 Stunden können sie ernten, dann kommt die Flut zurück. Das ist nicht einfach. Es ist rutschig. Wir können von den Felsen herunterfallen. Ist schon ein bisschen gefährlich, aber wir sind daran gewöhnt. Wir machen das ja seit 10 Jahren. Und gleichzeitig sind wir hier in einer wundervollen Umgebung. Wenn sich das Meer zurückzieht, sind wir wirklich unter den Klippen, unter dem Meeresspiegel. Schon beeindruckend, das Meer aus dieser Perspektive zu sehen. Wir wollen wissen, wie es mit den Algen weitergeht. Hier werden sie getrocknet in Juliens Bio-Algen-Manufaktur und später auf Märkten und im Onlineshop verkauft. Ein Teil wird verarbeitet zu Algenpesto oder Tartar. Alles ist Handarbeit in diesem Familienbetrieb. Cousine Céline hilft beim Abfüllen der verschiedenen Sorten. Natur, Bärlauch, Spirulin, Paprika und Honigfeige. Das sind die 5 Tartar. Sie schmecken als Beilage, Aufstrich oder Dip. Auch in dieser Crêperie gibt es Gerichte aus Juliens Produktion. Eine Spezialität von Chefin Charlotte, Galette, der bretonische Crepe aus Buchweizenteig, also gefüllt mit Algentatar und Kammmuscheln. Da sind die Algen. Mal wieder eine Premiere. Schmeckt gut.
Weiter auf der Küstenstraße. Was für eine Aussicht. Und nur noch ein kurzes Stück bis zur Ile d'Ourson. Auch so kann man die Bretagne erkunden auf dem Fernwanderweg. Etwas schneller geht es mit dem Rad. Kurzer Zwischenstopp in Port-Salle. Ein kleiner Hafenort und Fahrradfahrer, wohin man schaut. Was ist denn hier eigentlich los? Wir hören uns mal um. Wir machen eine 4-Tagestour mit dem Rad. Schwierig, aber mal sehen. Wie viele Kilometer? 500. Da kommt einiges an Gepäck zusammen. Kann man das nicht einfacher haben? Wir müssen ja komplett unabhängig sein. Mit unseren Vorräten und dem ganzen Kram. Ja. Okay. Dann mal los. Ob das gelbe Trikot hier wohl auch was zu bedeuten hat? Ein Mahnmal, dieser Anker der Amoco Cadiz. Der Öltanker ist hier vor fast 50 Jahren gesunken und hat die Küste verpestet. Davon ist zum Glück nichts mehr zu sehen. Hast du sowas schon mal gesehen? Sehr beeindruckend, ganz toll. Das will was heißen. Leuchttürme, eine ehemalige Abtei aus dem 11. Jahrhundert. Selbst als Ruine ein besonderer Ort. Die Westküste ist besonders gefährlich für die Schifffahrt, darum die Leuchttürme, wie der Phare Saint-Mathieu. Im Nachbarort Le Conquet nehmen wir die Fähre. Endlich geht's zur Ile d'Ourson. Rund 20 Kilometer vor der Küste, der westlichste Punkt Frankreichs. Erstmal orientieren. Wieder ein Leuchtturm, der Phare du Stif. Also Treppensteigen. Und oben der perfekte Rundumblick. Wir sind auf dem Weg in den Hauptort Longpol. Per Anhalter. Das Inseltaxi. Das nimmt auch noch ein bisschen was mit für die Schiffe. Ich halte mich hier gut fest. Lieber schlecht gefahren als gut gelaufen. Merci beaucoup. Hilfsbereit sind die Insulaner ja, das muss man sagen. Rund 850 Menschen leben auf Ouessant. Neu ist dieses kleine Restaurant. Die Besitzer sind vom Festland auf die Insel umgesiedelt. Selbst auf dieser Insel, fast am Ende der Welt, gibt es hervorragende Restaurants. Auch uns hat's geschmeckt. Seeluft macht hungrig. Und die Teller sind leer. Sie wollten einfach mal raus, Olivier und seine Frau Séverine. Auch Tochter Zoé hilft in der Küche mit. Das Leben ist wirklich einfach. Es ist sehr ruhig. Wir sind ein wenig von der Welt abgeschnitten und wir haben das Gefühl, auf einem ruhigen grünen Eiland zu leben. Olivier ist Küchenchef. Die passenden Getränke empfiehlt Ehefrau Séverine. Nicht nur Wein übrigens. Das sind lokale Biere, die hier von Joëlle hergestellt werden. Sie braut mit Eis, was auf bretonisch Gerste bedeutet. Und sie bietet helle, weiße, IPA und Ambré-Biere an. Bonjour! Ganz neu ist die Brauerei. Joëlle hat gerade Stress. Irgendwas klappt mit der Anlage nicht. Entwarnung. Joëlle und Kollegin Mathilde haben gerade ein paar 100 Liter Bier gerettet. Das ist ja so richtig Frauenpower. Ja klar, wir sind auf der Fraueninsel. Das ist unsere Geschichte hier auf der Insel der Frauen. Der neue Job liegt ihr. Als Feuerwehrfrau im Zweitberuf kennt sie sich mit Schläuchen schließlich aus.
Die Männer hier waren Matrosen bei der Handelsmarine. Deshalb waren sie fast das ganze Jahr auf See. Sogar die jungen Männer mit 15, 16 Jahren. Sie kamen nur 1- bis 2-mal im Jahr nach Hause. So waren es die Frauen, die sich auf der Insel um alles kümmerten. Um den Haushalt, die Kinder und auch um den Straßenbau. Die Frauen haben die Straßen auf der Insel konstruiert. Sie waren wirklich für alles zuständig. Es leben übrigens 6-mal so viele Schafe wie Menschen auf der Insel. Meistens haben sie ihre Ruhe, nur heute nicht. Rund um Ouessant sind in früheren Jahrhunderten Dutzende Schiffe zerschellt. Nach und nach haben Türme wie der Phare de Crèche die Passage um die Insel sicherer gemacht. Im Inneren gibt es ein Museum zur Geschichte der Leuchttürme und Leuchtfeuer. Laternen, Optiken und Linsen. Es reflektiert von allen Seiten. Die gesamte Entwicklung vom offenen Feuer über die Öllampe zu elektrischem Licht ist zu sehen. Wieder auf dem Festland fahren wir in die Hafenstädte Guilvinec und Concarneau und schließlich auf die Halbinsel Quiberon. Erstmal ins Bigoudenland, das Pays des Bigoudins. Eher wenig los, kleine Dörfer, rauer Charme und dieser 65 Meter hohe Koloss, der Phare d'Eckmühl. Besichtigung möglich, 4 € Eintritt bei Alexandra Courtmain. Sie kennt die Geschichte vieler Leuchttürme. Sind ja nur 290 Stufen. Dieser Turm ist der eleganteste mit gebogenen Opalglasfliesen. Ganz schön schweißtreibend. Aber gut für die Kondition. Langer Aufstieg, es hat sich gelohnt. Die Leuchtfeuer sind heute alle automatisiert. Früher waren dafür die Leuchtturmwärter zuständig, erzählt Alexandra. Also die Türme auf hoher See wie der Phare d'Armen nannte man die Höllentürme. Die Leuchttürme auf den kleinen Inseln Leuchttürme des Fegefeuers. Türme wie den Phare d'Eckmühl, die auf dem Festland liegen, das sind die Leuchttürme des Himmels. Und die Wächter fingen auf den Höllentürmen mit ihrer Arbeit an und sie beendeten ihre Karriere im Himmel. Im Südwesten leben viele Bretonen vom Fischfang. Jeden Nachmittag kommen die Boote nach Guilvinec zurück. Es ist der drittgrößte Fischereihafen Frankreichs. Hier arbeitet Amélie Oudonnet. Auch ihr Vater ist Fischer, sie kennt hier jeden. Auf der Besucherterrasse treffen wir Amélie. Von hier hat man den perfekten Blick. Beim Ausladen muss alles ganz schnell gehen. Die nächsten Schiffe warten schon. Seehecht, Seeteufel, Langustinen. Sieht gut aus, aber der Fang wird immer weniger. Das ist eine Region, die ich wirklich liebe. Ich werde meine Heimat niemals verlassen, auf gar keinen Fall. Wir haben hier im Bigoudenland unsere Werte und Traditionen und wir bewahren unsere Geschichte. Dazu gehört die Fischerei, auch wenn sie in der Krise steckt. Der Zusammenhalt. Hier kennt fast jeder jeden. Und noch etwas verbindet, die eigene Sprache. Es wird noch viel Bretonisch gesprochen, aber für uns gilt, es gibt eben die Bretagne und das Pays de Bigoudin. Guilvinec ist bekannt für die Fischauktion. Die Käufer sind Großhändler, Köche. Auf dieser Anzeigetafel fällt der Preis. Ein Knopfdruck und die Kiste ist gekauft. Angespannte Stimmung. Wer zu früh drückt, bezahlt einen hohen Preis. Wer zu spät drückt, geht leer aus. Der Besuch in Guilvinec ist ein Highlight unserer Reise. Eine Arbeiterstadt, in der kaum etwas herausgeputzt ist. Bretonischer Alltag, natürlich auch mit Boule.
An jeder Ecke entdecken wir Fotos. Im Sommer werden die Straßen nämlich zu einer großen Open-Air-Galerie. Die Bilder werden später versteigert. Mit Auktionen kennen sich die Bewohner schließlich aus. Von Paris in die Provinz gezogen ist Victoire. Mit ihrem Partner hat sie dieses Restaurant eröffnet. Auf der Karte alles, was der Atlantik bietet. Die junge Chefin wollte Ruhe finden, weit weg von der Hauptstadt. Jetzt serviert sie Fisch frisch vom Hafen. Es gibt Austern und Muscheln aus der Region. Wir haben uns entschieden, nach Guilvinec zu kommen, weil Sébastien, mein Mann, hier geboren wurde und meine Familie hier ein Geschäft hatte. Partner Sébastien serviert die passenden Getränke zum Fisch. Wir fahren in die nächste Hafenstadt. Eine Art Pilgerstätte ist sie geworden für Fans der Bretagne-Krimis und Kommissar Georges Dupin. So, jetzt sind wir in Concarneau. Wer hätte das gedacht? Schon. Montagmorgen, Wochenmarkt. Wir schauen uns mal um. Es gibt doch sicher was Leckeres. Möchten Sie probieren? Das ist geräuchertes Filet Mignon. Hier mit Pfeffer und hier Natur. Okay. Mal probieren? Na klar. Vielleicht noch was Süßes hinterher. Sieht ja alles verlockend aus. Was ist das? Queen ist Kuchen auf Bretonisch und Amann Butter. Ah, okay. Mehl, Butter, Zucker. Eine Menge Butter. Viel Butter? Eine Menge Butter. 50%, die Hälfte. 50%? Das ist wie in so ein Stück Butter beißen, aber warm. Es gibt auch Herzhaftes und sogar Gesundes. Der Marktplatz ist das Wohnzimmer der Stadt. Drumherum Restaurants, Cafés und Bars. Gleich gegenüber liegt der Hafen für Fischerboote und Segelyachten. Guten Morgen. Ich habe gelesen, Wanderlust. Spontanbesuch bei Axel Hallo. und Hans aus Hamburg. Ja, sieht doch gut aus. Ihr seht so gut gelaunt aus. Was macht das Segeln so schön hier in der Bretagne? Oh, wir sind ehrlich gesagt über die Biskaya gekommen. Wir kommen aus Spanien gestern. Sind gestern aus Galicien gekommen. Okay. Ja, aber das Schiff hier kommt aus der Bretagne. Ja. Und das kommt jetzt hier auch ins Winterlager. Hier in der Bretagne werden sehr seetüchtige Boote gebaut. Und schnelle seetüchtige Boote. Das seht ihr auch, wenn ihr da hinten mal seid. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Der Trimaran, der segelt. Der den Trimaran segelt, der hält auch den Rekord rund um die Welt. Okay. Der hier vorne liegt, der blaue. Ein Hightech-Schiff. Wir gehen mal rüber. Von Chefingenieur Fred Berard wollen wir wissen, wie schnell es ist. Wie hoch die Spitzengeschwindigkeit ist? 50 Knoten, also fast 90 Kilometer. Was ist das für ein Gefühl auf diesem Boot? Du fliegst auf diesem Boot. Da würden wir schon gern mal mitfliegen. Nochmal ins Zentrum. In den Bretagne-Krimis ist diese Bar übrigens Kommissar Dupins Lieblingsplatz für einen Kaffee. Abends um 7 gibt es im Amiral keinen Kaffee mehr. Da muss es halt auch mal ein Bier tun. Jetzt werfen wir noch einen Blick in die Villeclos, die Festungsstadt. Seit 800 Jahren gibt es diese Brücke. Davor war das Ganze eine Insel. Übrigens, am Abend zu kommen hat Vorteile. Tagsüber herrscht hier Riesentrubel.
Hier ist eine Menge los. Pont-Aven, die Stadt der Maler und der Menschenmassen. Und Autos im Stau. Wem das gefällt, bitte. Die Maleridylle gibt es noch, hier und da. Paul Gauguin und die Künstlerkollegen sind natürlich längst weg. Stattdessen jede Menge Galerien mit Kunst und Kunsthandwerk. Nach ein paar Stunden geht's für die Besuchergruppen weiter. Der nächste Touristenbus kommt garantiert. Es ist schön anzugucken und man ist froh, wenn man wieder draußen ist. Wir sind fast am Ziel unserer Reise, 50 Kilometer bis Quiberon. Vorher machen wir einen Abstecher. Bei Lorient soll es einen versteckten Schiffsfriedhof geben, gar nicht mal so leicht zu finden. Was sind das wohl für Boote und wie kommen sie hier hin? Vielleicht weiß ja hier jemand was. Aha, Hähnchen. Ja, das war Henri IV. Kennen Sie die Geschichte der Boote hier? Thunfischfänger, Thunfischfang. Die Fischer brachten die Boote hierher, als sie mit dem Fischen aufhörten. Überall sind Ankerketten. Und sie sind dort geblieben und verrotten. Und warum gerade da? Warum nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil es hier ruhig ist. Wir kommen nochmal an die Küste zurück. Die südliche Bretagne ist bekannt für ihre endlosen Strände. Die Hochsaison in der Bretagne ist im Juli und August. Dann ist viel los. Wer die Ruhe sucht, sollte in der Nebensaison reisen. Platz ohne Ende, egal ob man surfen oder schwimmen oder einfach nur im Sand buddeln will. Kilometerlange Steinreihen, Karnak. Wir sind echt beeindruckt. Infos über die urzeitlichen Steine gibt es hier. Vom Dach aus ist vor allem die Aussicht perfekt. Rund 3000 Megalithe stehen hier. Und ein paar Schafe. Warum die Steinreihen? Keiner weiß es so genau. Vielleicht hat dieser Ort genau deshalb einen besonderen Reiz. Nach rund 1000 Kilometern sind wir fast am Ziel und haben eine Ahnung bekommen vom Zauber der Bretagne. Alte Hafenstädte, Tradition und gutes Essen und traumhafte Küsten wie hier in Quiberon. In diesem Hotel hat Romy Schneider einst gewohnt, mal abschalten vom Trubel. Hier gab sie 1981 ein berühmtes Interview. Es war ihr letztes. Wir sind immer wieder fasziniert von dieser Landschaft. Bis zum Schluss. Schön ist es, ne? Das finden wohl auch die Bretonen. Wir haben viele witzige, unverstellte und fröhliche Einheimische kennengelernt. Noch ein Grund, in die Bretagne zu reisen.